Wir werden immer gefragt, ist das schwierig? Wir sagen immer, es ist... 3 Tage nach der Windweg. Wir befinden uns wieder hier am Vierwaldstätter See in Brunnen vor dem Seerettungsboot der Paragon 25. Neben mir steht der Oberleutnant der Seerettung Feuerwehr Ingenbohl Jens Burgmann. Guten Tag. Guten Tag. Ich freue mich riesig auf unser Salut. Interview. Hoi. Salut. So Jens, kannst du dich und dein Team der Seerettung Feuerwehr Ingenbohl mal kurz vorstellen? Natürlich, wir gehören der Feuerwehr an, sind eine ganz normale Einheit, wie jetzt der Verkehrsdienst oder sonst was. 15 Leute bei uns in der Gruppe, eine Frau haben wir dabei, sind alles Bootsführer, 24 Stunden am Tag, 12 Monate im Jahr im Einsatz. Also erreichbar mit Picketdienst, allem drum und dran. Und wir haben ganz normal alles Feuerwehrleute, die nebenbei auch noch die Feuerwehrarbeit machen. So zum Beispiel Übungen, Brandeinsätze und. Das ist die Gruppe der Seerettung dann. Gut. Damit sich der Zuschauer ein Bild machen kann, wie genau die Seerettung hier im Kanton Schwyz funktioniert, interessiere ich mich für folgende Punkte. Was sind die Hauptaufgaben und Ziele vom Seerettungsdienst? Hauptaufgaben und Ziele sind immer die Hauptaufgaben sind irgendwelche Anlässe auf dem See, ob das jetzt Rettungsaktionen sind, Hilfeleistung ist, Unterstützung ist, dafür da zu sein. Das heißt, wenn wir ein Feuerwerk auf dem See haben, dann begleiten wir das, dass da nichts passieren kann. Wenn Leute in Seenot geraten, werden wir aufgeboten. Wenn Leute vergessen zu tanken oder was auch immer. Alles, was auf dem See ist, selbst jetzt, wenn ein Baum im Wasser irgendwo liegt, der ist zu groß zum Bergen, das machen wir mit dem Boot. Alles, was mit Wasser zu tun hat und der Seerettung, fahren wir raus. In welchem Einsatzgebiet sind Sie tätig? Also wir sind eigentlich, unser festes Einsatzgebiet ist, wenn wir einmal nach Uri runter gucken, geht es bis Sissikon. Das ist unser festes Einsatzgebiet. Und wenn wir nach Luzern schauen, bis zur oberen Nase. Das heißt aber auch dadurch, dass wir auf dem ganzen See nur 2 Löschboote haben. Die Saar ist ein Löschboot und in Luzern haben das Löschboot die Thor, die große. Werden wir auch auf dem ganzen See eingesetzt. Das heißt, wenn ein großes Ereignis ist, sind wir überall, aber das normale Einsatzgebiet ist Sissikon und obere Nase. Okay. Was ist die durchschnittliche Anzahl an Einsätzen pro Jahr? Ja, das so ist Handgelenk mal Pi. ja, so eine Faustformel kann man sagen, irgendwo zwischen 12 und 17 Einsätze im Jahr von der reinen Seerettung. Das ist wirklich jedes Jahr anders. Das kommt auf die Wetterverhältnisse an, auf Sturm an. Ja. Jetzt zurzeit haben wir viele Stürme. Es ist so, aber im Schnitt kann man sagen, so 12, 17 bis 17 Einsätze im Jahr fahren wir. Nimmt diese Anzahl tendenziell zu im Verlauf der letzten Jahre? Bis jetzt im Augenblick nicht und wir hoffen auch, dass es so bleibt, dass es Natürlich. nicht steigt. Ne? Das ist immer so kontinuierlich. Okay. Was ist die häufigste Art von einem Einsatz? Was kommt am häufigsten vor? Zurzeit, das ist in den letzten Jahren viel geworden, das sind einfach die Sanitätseinsätze. Medizinische Einsätze also, dass wir wirklich den Rettungsdienst unterstützen, dass die jetzt irgendwo einen Patienten haben, am Boot, am Ufer, im Hafen, Bauarbeiter, die irgendwo am Bauen sind am See und die nicht wegkriegen. Und wir die dann über den Wasserweg in den nächstmöglichen Hafen bringen, wo der Rettungswagen steht und dann dem Rettungswagen übergeben. Wir nehmen dann meistens noch einen Berufssanitäter mit an Bord, gehen, holen die Patienten und bringen sie dann zum Krankenwagen. Okay. Das ist so im Augenblick das Häufigste, was wir machen. Gut, ja. Was ist die durchschnittliche Dauer, bis die Einsatzkräfte bei einem Verunglückten oder Verunfallten auf dem Vierwaldstätter See eintreffen? Ja, das ist auch wieder, das ist Schätzungsfrage. und wetterbedingt. Sagen wir mal so, wir rücken innerhalb 4 Minuten, zwischen 4 und 5 Minuten rücken wir aus. Dann sind wir unterwegs. Wenn ich jetzt natürlich nur rüber muss in das Reib oder sowas, da bin ich innerhalb 2 Minuten bin ich da. Wenn ich nach Gersau fahren muss, bin ich dann schon 5 Minuten unterwegs. Also das ist immer verschieden. Man könnte so sagen 5 bis 10 Minuten. Denke ich, ja. Gut. Ja. Ist Ihnen ein Seerettungseinsatz in Erinnerung geblieben wegen besonders herausfordernden Umständen? Ja, wir haben mal, das ist schon länger her, mussten wir 2 Segelboote. Nachts ist ein Sturm gekommen und die sind in der Bristen auf Grund gelaufen. Wir mussten die nachts wirklich aus den Bristen rausziehen, weil die immer weiter ans Ufer getrieben sind, waren aber schon fest unten im Boden fest und mussten wirklich mit Seile, dass wir die rauskippen, rauswedeln und dann
aufs wieder offene Richtung Wasser, See, ja. wieder das aufs offene Wasser bringen könnten. Nachts bei Sturm, bei Starkregen, das war schon eine Herausforderung. Das hat schon dunkel alles, das war schon extrem. Ja, schon. Aber schon lange her. Spannend, ja. Ja. Ist die Tätigkeit von der Seerettung ehrenamtlich? Nein, wir gehören ja der Feuerwehr an. Die Feuerwehr in der Schweiz ist ganz normal, hat einen Kostenkatalog. Wir werden besoldet für alles, was wir machen. Das ist alles wie der Feuerwehrdienst auch in der Feuerwehr. Okay. Nun folgen Fragen zum Verhalten in Notfällen und zur Sicherheitsvorschriften. Was sind meine nächsten Schritte, wenn ich jetzt auf einem Stand-Up-Paddleboard auf dem Vierwaldstätter See unterwegs bin und das Wetter kehrt sich, es gibt einen Wetterumschwung. Wie sollte ich jetzt am besten vorgehen? Auf was muss ich achten? Also es ist so, das ist alle Bootsführer, ob das nun Motorboot oder Segelboote sind, die haben irgendwann mal einen Führerschein gemacht und die kennen die Regeln auf dem See, die kennen die Sturmwarnungen. Viele Stand-Up-Paddler, die kaufen irgendwo im Discounter, kaufen sich ein Stand-Up-Board, sind dann auf dem See draußen und haben aber wissen gar nicht, was los ist. Für alle Stand-Up-Paddler und Kleinruderboote und Schlauchboote, wenn die Warnlampen, die Sturmwarnlampen 40 Mal blinkt in einer Minute, das heißt, oh, es könnte was kommen, seid vorsichtig, fahrt rein. Also nur eine Warnung? Eine Warnung, ist eine Sturmvorwarnung. Ja. Aber blinkt sie 90 Mal die Minute, dürfen die gar nicht mehr raus. Und dann heißt es wirklich, ich kann allen nur empfehlen, wenn es euch nicht wohl ist oder ihr merkt, die Wellen werden zu groß, ran ans Ufer. Ran ans Ufer, runter vom Wasser, das hat sonst keinen Sinn. Und also allgemein ist die Empfehlung, Blinktest sollte ein Amateur nicht auf gar dem nicht Wasser mehr rausgehen, sein. Ja. gar nicht mehr raus. Gar nicht Genau. mehr rausgehen und die draußen sind, sollten reingehen, schnellstmöglich. Mal? Das ist sehr interessant. Ja. Also man zählt am besten die Sekunden, so 21, 22 und dann weiß Ja, genau. man Bescheid mit dem Licht. Es ist so auch so, in der 300-Meter-Zone sind keine Schwimmwesten befohlen. Die Stand-Up-Paddler sollten eine dabei haben. Ich empfehle von mir aus, wir sind bei allem Wetter draußen, zieht die Schwimmwesten an, auch wenn ihr nur 100 Meter oder 150 Meter draußen seid. Weil wenn ein Sturm kommt, dann seid ihr damit ein bisschen gesichert. Ja, ja, das ist verständlich, ja. Rücken die Einsatzkräfte aus, um zu prüfen, wenn jetzt so eine 90 Flash-Sturmwarnung existiert, ob noch irgendwelche Leute auf oder im Wasser sind? Nein. Also wir rücken. Selbstverantwortung. Nein, das ist alles, wie gesagt, das gehört zum Führerschein dazu, wenn man Bootsführer ist. Wie beim Auto an der roten Ampel muss ich halten, bei grün darf ich fahren. Das ist alles ganz normal. Von denen, aber dass wir jetzt eine Kontroll- oder Patrouillefahrten machen, das ist es nicht. Das gibt es nicht. Das macht ja die Feuerwehr auch nicht. Die fährt ja auch nicht rum und guckt, ob es irgendwo brennt oder so. Das wäre jetzt total sinnlos, ja. Wir werden alarmiert. Wenn dann irgendwas ist, dann fahren wir raus. Aber Patrouillen oder so machen wir nicht. Nein. Ja. Das ist auch nicht unsere Aufgabe, weil dafür ist die Polizei da. Wir haben die Sepo ja auch auf dem See. Ja. Und die schimpfen dann schon mit den Leuten und dann sagen die auch so, ihr müsst rein oder was. Das ist nicht unsere Aufgabe. Okay, ja. Also jetzt mal die Annahme, ich bin bei Nacht auf einem Ruderboot und habe eine Panne und ausgerüstet bin ich mit einer Taschenlampe. Welche Lichtsignale oder SOS-Morsezeichen gibt es da? Es gibt einiges. Also auch wieder kann ich wieder auf den Führerschein zurückbeziehen. Alle, die Führerschein haben, die wissen, was sie machen müssen. Aber für Leute, die wirklich jetzt gar nicht vom Fach sind oder so, einfach irgendwie bemerkbar machen. Irgendeiner draußen sieht es und wenn er einen großen Bogen mit der Lampe macht, als wenn er eine Lampe macht, Morsezeichen ist dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz. Bemerkbar machen. Er muss sich halt nur bemerkbar machen, weil im Dunkeln ist es schwierig, wen zu sehen dann. Ja, auf jeden Fall. Und würde so etwas auch mit der Taschenlampe vom Smartphone funktionieren? Natürlich. Ja. Das reicht. Okay, das ist erstaunlich. Sagen wir mal, Ja. 50% der Einsätze, wo wir auch rausfahren, sind Alarmierungen vom Ufer her. Dass Leute irgendwas gesehen haben, was ihnen komisch vorgekommen ist, Ja. haben wir bei der Polizei angerufen. Die Polizei bietet uns auf und wir gehen raus. Ob das nun ein Fehlalarm ist oder nicht, das spielt keine Rolle. Aber in dem Augenblick war der Mensch, der draußen war, hat was gesehen, das war ihm nicht richtig. Oder der andere hat sich bemerkbar gemacht und so soll es sein. Ja. Das ist in Ordnung so. Okay. Was sind die ungefähren Kosten für eine Seerettung aus dem Vierwaldstätter See? Schwierig zu sagen. Es gibt einen Kostenkatalog von der Feuerwehr, das liegt daran, was muss ich machen, wo muss ich hin, wie viele Leute sind an Bord. Und da kann ich so auch gar nichts zu sagen. Das ist wirklich dementsprechend von den Leuten dann, es gibt dann eine Rechnung, gegebenenfalls, und dann werden wir es sehen. Und ist das von der Versicherung gedeckt, wenn es
nicht selbstverschuldet ist. Also die Leute, die jetzt eine Versicherung haben und ihre Versicherung abschließen, die werden das dementsprechend mit reinnehmen. Also ist das eine Zusatzversicherung? Ich denke die ja, man- ich denke ja. Ich selber kann es Ihnen nicht beantworten, weiß ich auch wirklich nicht, aber man kann das in der Versicherung mit reinnehmen. In welcher Form, welche Höhe und in welchen Anlässen, das weiß ich nicht. Nein, Okay. das war eine Sache von dem Versicherten. Ja. Was sind die Folgen, wenn ich wegen selbstverschuldeter Fahrlässigkeit aus dem Vierwaldstätter See gerettet werden muss? Es gibt keine Folgen, es gibt eine Rechnung. Die finanziellen Folgen. Ja, also sonst Folgen, nein. Es gibt jetzt nicht irgendwie, dass da noch eine Anzeige hinterherkommt oder sowas. Nein, das gibt es nicht. Nein, es ist wirklich so. Wir sind ja bei jedem froh, dem wir helfen können. Deswegen machen wir das ja. Deswegen machen wir das 24 Stunden, 12 Monate im Jahr. Im Dienst Winter an oder der immer. Gesellschaft, ja. Wir wollen einfach nur helfen, mehr nicht. Und alles, was danach kommt, nein, da kommt nichts mehr. Es Ja. gibt dann, wie gesagt, böse gesagt, eine Rechnung und dann ist alles erledigt. Gut. Ja. Gibt es grundsätzliche Verhaltensregeln oder Sicherheitsvorschriften jetzt für Wassersport im und auf dem Vierwaldstätter See? Da sage ich auch wieder, alle, die einen Führerschein gemacht haben, die wissen die Sicherheitsvorschriften, Verkehrsregeln und alles. Und alle, die es nicht haben, kann ich nur empfehlen, macht euch schlau. Geht ins Internet. Das ist so, genau, so wie Ja. mit der Sturmwarnung. Warum blinkt die 40 Mal, warum blinkt die 90 Mal? Es ist ja für jeden seine Sicherheit irgendwo. Ja. Und alles andere, was nicht in Ordnung ist, so wie Alkohol und sowas, dafür ist die Polizei da. Ja. Dafür sind wir nicht zuständig. Man muss ja auch wissen, was man darf. Ich glaube Genau. ja nicht, man darf über den See schwimmen oder mit einem Stand-Up-Paddle beliebig Genau, irgendwie genau. den Man- Schiffverkehr behindern. Es ist für uns einfacher, für die Polizei einfacher, für alle Bootsführer einfacher, wenn die Leute sich vorher auch erkundigen, wenn sie keinen Führerschein haben oder was und sich, wie sind die Regeln auf so einem See, das ist gar nicht verkehrt. Oder einen Kurs machen und Ein das Ku- wird ja, dort erwähnt, genau, ja, nehme ich an. ja, Da erfahrt man, was ist erlaubt und was nicht. Wir haben hier im Brunnen Adventures Point, da kann man sich Stand-Up-Boards mieten, Kajak mieten, alles und der erklärt einen auf, der erzählt alles, der hat seine Regeln da hängen. Gar nicht verkehrt, sollte man machen. Ist viel einfacher für die Leute, für uns viel einfacher. Super mal. Dann bedanke ich mich vielmals für das Interview. Gerne, gerne. Und ja, wir sehen uns sicher wieder an der Wind Week. Oder Nächstes sonst Jahr mal. sind wir wieder Ja. dabei bei der Windweg, definitiv. Ich freue mich, dass ich da was zu sagen konnte. Die Möglichkeit hat man nicht so oft. Und vielleicht hilft es vielen Leuten, sich darüber dann mal auch schlau zu machen. Ja. Und dann hat man auch mehr Spaß auf dem See. Man ist mit einem ruhigen Gewissen auf dem See und man weiß Bescheid. Gut. Dankeschön. Mal, vielen Dank. Ich danke Ihnen. Merci.